Bushy Brows. Ich kämme die jetzt einfach mal damit. Oh, yes. Give it to me wild. Okay. Ja, perfekt. Andere Seite. Ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie satisfying ist für euch Leute, wenn ich jetzt hier meine Augenbrauen ganz leise tusche, aber jedem das seine, falls es irgendjemanden beglückt. There you go. Das reicht, Tali. Wir haben noch viel vor uns. Als erstes beginnen wir heute mit den Huda Beauty Eyeshadows. Das war ein Griff ins Klo und ich habe heute ein kleines Experiment vor, weil ich probiere ja heute einiges Neues aus an Produkten und ich habe keine Ahnung, wie es aussehen wird. Als erstes benutzen wir so ein Metallic Rosa. Ich trage es mir so hier auf und verteile es erstmal. Also Leute, ich habe keine Ahnung, was heute aus diesem Look hier wird. Ob es ein totaler Fail wird oder ob es bahnbrechend Internet-Breaking wird, keine Ahnung. Wenn mir jemand gesagt hätte, ich mache ein flüsterndes Video, das hätte ich wohl nicht gedacht. So, als nächstes dieses Cranberry-Ge. Und ich tupfe es mir auf. Und auch nochmal hier. Oh mein Gott. Ich spüre jetzt schon, das wird der oberste Fail, aber ist okay. C'est la vie. Als nächstes benutze ich dieses Glitterpigment von Huda und gehe nochmal und top hier drauf. Ganz vorsichtig. Und verblende es nochmal. Keine Ahnung, wozu ich das verblenden muss. Okay, als nächstes nehmen wir dieses schöne Türkis und setzen uns das hier einmal drauf. Ich würde gern so viele Farben von Huda Beauty heute benutzen, wie es nur geht. Ich habe wieder keine Ahnung, was das sein soll. We will figure it out. Jetzt kommen hier noch ein paar Dots. Dots, 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 Dots. Als nächstes nehmen wir dieses Mintgrün von Huda. Ich nehme aber erstmal die deckende Farbe. Ich habe immer noch keine Ahnung, was für ein Make-up es sein soll. Aber was soll's? Scheiß drauf. Dann nehmen wir nochmal dieses Mintgefühl vorne. Oh ja, oh ja. Give it to me, pigments. Yes. Ups, das war etwas zu viel. Und dann gehen wir nochmal mit diesem Peach Rosé auf der anderen Seite rüber. Ich ziehe mir jetzt einen Eyeliner-Strich mit dem Liquid Ink Eyeliner von Essence. Okay, bisher sieht das ziemlich Animal-inspired aus. Auch noch hier mit diesem kleinen Stirnband. Das war eigentlich nicht so ganz meine Absicht. Was ich jetzt mache, ich setze mir jetzt die Wimpern auf. Aber da ist so etwas Kleber drauf und den werde ich jetzt abziehen. Ich hoffe, man kann es hören. Als nächstes nehme ich den Huda Beauty Eyeshadow Glow und trage ihn mir hier drauf. Meine Augenbrauen mache ich immer mit dem NYX Brow Gel und mit einem abgeschrägten Pinsel. Ich trage mir immer eine kleine Menge auf meinen Handrücken auf. So, und dann nehme ich mir ein bisschen Farbe und ziehe mir das so entlang, so bushy, wie ich das gerne haben möchte.
ich einen Dramatically Different Hydrating Jelly Gel. Also das ist ein Gel, der soll mich sehr dramatisch hydrieren. Packen wir mal das Schmuckstück aus. Es arbeitet sich am besten, wenn man gute, durchnässte Haut hat. Fühlt sich soweit ganz gut an. Als nächstes nehme ich die Fenty Beauty Foundation. Als nächstes benutze ich den Concealer von Bobbi Brown. Also gerade fühlt sich die Haut wunderbar an. Die fühlt sich richtig, richtig toll an. Ich glaube, das hängt zusammen mit diesem Jelly Hydrating Gel von Clinique. Das ist so leicht taggy, aber immer noch feucht. Das ist ganz geil. Das ist so ein Mix aus fast trocken, aber immer noch taggy, immer noch leicht feucht. Das ist genau perfekte Medium. Als nächstes habe ich etwas von Too Faced zugeschickt bekommen. Und zwar dieses kleine Prachtstück. The package though, excuse me. Also sieht echt wunderschön aus. Hier ist eine Karte drin. Hier sind die ganzen Produkte. So sieht's aus. Und ich habe ihn schon heimlich vorher geswatcht. Too Faced hat auch nochmal einen neuen Pinsel rausgebracht. Der Pinsel erscheint mir etwas klein, um ein Blush aufzutragen, aber wir versuchen es. Nee, ich brauche einen anderen Pinsel. Also dieser Pinsel ist, glaube ich, besser geeignet, um Contouring zu machen. Der erscheint mir sogar perfekt. Hier steht drauf Highlighting, aber der ist meines Erachtens, naja, wir können es probieren. Ich nehme jetzt einen anderen Pinsel. Hier gibt es ein Produkt, ich kann nicht ohne, und zwar mit dem Bronzer von MAC Gold Deposit. Der ist so schön. Den kann man auch so bei No Makeup Days auftragen. Das gibt ihm noch so eine warme Note. Als nächstes probieren wir den Too Faced Highlighter. Der ist so rosig, metallisch. Ja, jedenfalls gehen wir einmal rein. Warte, wir nehmen den Pinsel dafür. Wir nehmen den dafür gesehenen Pinsel. Okidoki. Wir nehmen jetzt noch etwas für die Lippen, und zwar einmal den hier. Wir benutzen jetzt noch einmal etwas von Petit und dann nochmal etwas von NYX. Ich habe die Farbe Rich Copper. Und drüber gehe ich mit der Farbe, steht das hier, ich weiß es nicht, das ist so ein Holographic Lip Gloss. Wir alle wissen ja, ich liebe es glossy, feucht, moisturized. Ich gehe jetzt nochmal mit dem NYX rüber, weil mir das etwas zu stark noch von der Farbe her ist. Aber die Konsistenz fühlt sich gut an. Oh wow, das ist sweet. Leute, ich habe so viel Gloss drauf. Okay, jetzt sieht das super aus. Wow, nice. Okay, das ist schon der finale Look. Jetzt mache ich nur noch ein bisschen meine Haare. Wenn ihr wollt, könnt ihr dabei sein und euch die Geräusche anhören, wie ich meine Haare mache. Als erstes nehme ich etwas Eco-Gel. Das geht so auf. Dann nehme ich etwas raus für den Anfang. Hinten für diese
diese ganzen Buschhaare. Okay Leute, das ist der finale Look. Ich hoffe, es gefällt euch und ihr hattet ganz viel Spaß beim Zuhören und auch beim Zuschauen. Schreibt mir unter die Kommentare, was ihr gerne als nächstes sehen wollt. Und damit ihr keine Benachrichtigung mehr verpasst, seid Teil der T-Crew. Klickt einfach hier unten auf das DQ und dann könnt ihr mich abonnieren und dann seid ihr mit im Club und bekommt immer mit, wenn ich neue Videos uploade. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß. Ihr wisst, was jetzt kommt.